Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich bin Pionier Daniel und bei mir geht es ums Thema Goldwaschen. Heute für euch dabei diese 3D gedruckte Goldwaschrinne. Ja, und was so cool ist an dieser Goldwaschrinne, das versuche ich euch jetzt einfach mal kurz zu erklären. Ja, wir schnappen uns jetzt einfach mal dann einen Drucker. Und los geht's! Ja, der Druck läuft gut an. Das kleine Kringelchen hier außen. Und den Müll. So, und wir lassen das Ganze jetzt mal drucken und kommen in 1,5 Tagen wieder. Und bis dahin läuft der Drucker jetzt durch. Ja, das Coole an so einer Waschrinne ist natürlich, dass die unglaublich leicht ist. Also man kann hier diese Waschrinne ganz einfach tragen. Die wiegt unter 1 Kilo, aber sie ist unglaublich robust. Also man glaubt nicht, was die aushält. Ja, also ihr seht, das ist nicht irgendwie Schrott oder so, sondern das ist hier unten noch einmal mit einem ganz dünnen Alublech verstärkt, komplett verklebt und vernietet das Ganze. Wir haben hier unten ganz leichtes Schutzmaterial drauf. Ja, auf den Seiten haben wir hier diese Versteifungen dran aus Aluminium, die nochmal verklebt sind mit der Goldwaschrinne. Innen drin ist eine Versteifung hier aus Aluminium durchgängig. Hier ist auch nochmal eine Versteifung aus Aluminium durchgängig, und dadurch, dass hier nochmal diese Aluminiumriffel eingeklebt sind, ist das Ganze natürlich wahnsinnig robust. Also es hält unglaublich viel aus, das Zeug. Und diese hier im Aluminium verschraubten Griffe sind auch mehr oder weniger nicht zerstörbar. Also die kann man einfach so nicht abkriegen. Da muss man sich schon richtig intensiv hinstellen und die richtig runterklopfen. Diese Goldwaschrinne hier, die ist jetzt seit 2 Jahren im Einsatz. Auch im Winter, auch bei Frost, auch bei Schnee. Ich habe bis jetzt keine Brüche an der Goldwaschrinne. Natürlich gibt es Abnutzungsspuren dran, ohne Frage, ganz klar. Im Detail schaut das Ganze dann so aus. Hier vorne haben wir so eine Schutzkante dran, dass wenn ich jetzt praktisch Steine oder irgendwas drunter lege, dass die Waschrinne hier nicht kaputt geht. Außerdem ist das hier eine schöne glatte Abschlusskante dran. Dahinter kommt direkt dieser Silikonbereich, der meiner Meinung nach ziemlich cool geworden ist. Wir haben einen natürlichen Riffel hier eingebaut in der Goldwaschrinne. Dahinter kommt von Goldblitz hier dieses Goldfischli, diese Goldfischli-Matte mit diesen schönen ausgeformten Riffeln. Das ist extrem gut zum Goldfangen. Da bleibt sehr wenig Black Sand zusätzlich mit drin hängen. Also sozusagen die Schicht, in der dann größeres Gold vermutlich hängen bleiben wird. Ja, dann haben wir hier den ersten Silikonriffel mit dahinter einer größeren Fangzone, die hoffentlich auch hier belegt werden wird. Dann haben wir den ersten großen Umwälzungsriffel drin, hinter dem hier schön Platz ist, wo hier sich schön Material in dem Bereich anlagern und umlagern kann. Denn das Wasser, was hier drauf gespült wird auf diese Riffel,
Das wird nach da hinten reingedrückt und schiebt uns das Material da hinten drunter. Das kann man dann relativ leicht durch Reinwerfen von Wasser wieder rauswaschen. Ja, hinter diesen Riffeln bleibt auch gut Material hängen. Alles hier aus Silikon gebaut. Dann haben wir die nächsten Umwälzungsriffel, auch wieder hier einen größeren, aber nicht ganz so hoch wie der erste. Dahinter wird sich hier auch wieder Material sammeln, auch dasselbe Spielchen wieder. Hier das Wasser, was hier drauf geht, wird eine Welle verursachen, die das Material hier drunter schiebt. Also hier in dem Bereich wird sich das Gold dann ablagern. Dann noch verschiedene andere Goldfallen, auch wieder im selben Prinzip aufgebaut. Dann der nächste große Umwälzungsriffel, bei dem das ganze Material nochmal umgeschlagen wird. Dahinter kann sich auch wieder Material ablagern. Und dann haben wir hier nochmal zweimal diesen hier vorne bereits verbauten Goldblitz, Goldfischli Riffel, der da eingesetzt wird. Den gibt es in der Ausführung hoch und niedrig. Ich habe hier nur die große, hohe Ausführung verwendet. Die kleine, niedrige nehme ich hier in der Waschrinne nicht. Die muss man eher in so Auswaschrinnen verwenden. Ja, und zum Schluss haben wir dann hier nochmal so einen normalen Standardriffel drin. Und hier große, tiefe Riffel, die nenne ich jetzt mal The Last Chance sozusagen. Auch mit Hinterspülung hier in dem Bereich, das heißt, das Wasser geht hier drauf, spült hier raus und geht dann da raus. Und im Normalfall bleibt dahinter dann Blei, Eisen und Gold hängen, falls es da vorne nicht schon hängen geblieben ist. Auf geht's zur Schürfstelle. Ja, ganz wichtig, habe auch heute mal die Silikonrinne dabei. Ich bin ja mittlerweile auf diese Gummimatte hier umgestiegen. Ihr seht jetzt hier eigentlich ganz gut warum. Und schaut euch mal an, wie schön hier sich die Steinchen drehen. Wunderschön. Ich habe es jetzt mal ein bisschen laufen lassen. Nach 2 Minuten haben wir immer noch hier diese Steinchen drin und hier oben ist immer noch unser Gold, was sich da nicht von der Stelle bewegt. Und ich hebe jetzt mal hier die Rinne an. Ja. Jetzt setze ich sie wieder ab. Also ihr seht, das Zeug ist wie eingeklebt. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist hier die Selektion, wo wir wirklich extrem viel schwarzen Sand hier unten dahinter haben. Eingesaugt. Kleines Zwischenfazit von mir, warum ich eigentlich diese blauen Silikonmatten nehme. Das ist ganz einfach. Also ich hatte ja vorher die schwarze Vorschaumatte drin und die Feinriefen, die da drin sind, die lassen sich extrem schwer sauber machen. Außerdem bin ich der Meinung, dass größere Stücke dort fortgerissen werden und deswegen bin ich auf ein bisschen größere Felder, bisschen tiefer und vor allen Dingen den blauen leuchtenden Hintergrund gegangen mit der Silikonmatte. Und ja, ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden. Das ist auf jeden Fall definitiv besser als die schwarze Vorschaumatte. Und ich werde auch in meiner anderen Waschrinne die Vorschaumatte hier nachrüsten. Übrigens gibt es hier auch in verschiedenen Farben. Also blau, weiß, schwarz, gelb, grün. Alles dabei, was das Herz begehrt.
wir doch mal, ob da was drin ist. Ja, das ist das Ergebnis für heute. Schöne kleine Goldspur. Ein größeres Stückchen mit dabei, ca. 2,5 bis 3 mm groß. Der Rest lauter kleine Punkte. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein für diesen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, setzt mir ein Abo. Bis demnächst. Tschüssi, viel Spaß.